Ja, herzlich willkommen allen hier im Saal zu unserem ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Vortrag. Das ist ja unser Bonusvortrag heute und natürlich auch ein herzliches Willkommen allen im Livestream. Wir freuen euch, dass ihr zugeschaltet habt. Ja, es gibt ja jetzt den nächsten Vortrag, wie gesagt, den Bonusvortrag, der über Homöopathie geht. Und wir sind schon gespannt, was Dr. Edwin Noyes uns heute sagen möchte. Herzlich willkommen, Dr. Noyes. I welcome you back again to our series. Ich möchte euch wieder herzlich zurückheißen zu unserer Serie Alternative Heilmethoden. Sind Sie safe? Tonight our subject is that of homeopathy. Heute Nachmittag wollen wir über das Thema der Homöopathie sprechen. Now, this has been around for over 200 years. Also diese Homöopathie gibt es schon seit mehr als 200 Jahren. Interestingly, homeopathy had its origin in Germany Interessanterweise hatte die Homöopathie ihren Ursprung in Deutschland. back in the late 1790s. Also die späten 1790er Jahre. It's looked by many people to be what we consider natural health or natural healing. Also für viele sieht es so aus, als ob es eine natürliche Gesundheit und natürliche Heilmethode ist. Das sieht man ja auch auf dem Bild, ne? Mit dem Titel des Buches. So let us proceed and learn a little bit of what doctors did at that time to treat people. Wir wollen uns mal ein bisschen genauer anschauen, was die Ärzte zu der Zeit gemacht haben, um die verschiedenen Patienten zu behandeln. I'm going to tell you a story that occurred in America. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die in den USA stattgefunden hat. The first president of the United States, George Washington, Der erste Präsident der Vereinigten Staaten, George Washington, December 14, 1979, Ist no, er- sorry, 1799, am 14. Dezember 1799 he fell ill with a very sore throat. ist er krank geworden, er hatte Halsschmerzen, ganz tolle Halsschmerzen. And so they called a doctor. Dann haben sie die Ärzte gerufen. Well, of course, an ex-president would have one of the most notorious doctors known. Natürlich hatte ein Präsident auch zu der Zeit einer der besten Ärzte überhaupt. And the first therapy given was to draw off 400 cc's of blood. Und das Erste, was sie dann getan haben, dass sie 400 Milliliter Blut abgezapft haben. But he didn't seem to turn it better, and so they twice more that day took more blood. Aber sein Zustand hat sich nicht verbessert, deswegen haben sie noch 2 weitere Male die gleiche Menge Blut abgezapft. They gave him doses of mercury, Die haben mir auch noch so eine kleine Dosis von Quecksilber gegeben. and the mercury would cause his intestines to empty out. Und das hat dazu beigetragen, dass er eine Darmentleerung gehabt hat. They caused him to have great blisters over the throat so Und- that they filled with fluid. Und dieses Quecksilber hat auch dazu geführt, dass er ganz viele Blasen am Hals bekommen hat, die sich mit Flüssigkeit gefüllt haben. And they washed out his colon with an enema. Und die haben seinen Darm mit einem Darmspülung gereinigt. But he still did not get better. He got worse. Aber er hat sich immer noch nicht verbessert. Es ist schlimmer mit ihm geworden. So later, the next day, they called consultant doctors in. Und am nächsten Tag haben sie daraufhin noch weitere Ärzte zu Rate gezogen. Now they bled 900 cc's of blood, Und jetzt haben sie noch mehr Blut abgezapft, 900 Milliliter. had him breathe some vinegar, Er musste auch ein bisschen Essig einatmen. gave him antimony to make him vomit, Und die haben mir etwas gegeben, das ihn zum Erbrechen gebracht hat. more mercury, Noch mehr Quecksilber. and blisters now to the legs as well as to the Und throat. jetzt sind zusätzlich zu den Blasen am Hals auch noch Blasen am Hals entstanden. An den Beinen, Entschuldigung. Ja. Would you guess what his last request was? Wisst ihr, was sein letzter Wille war? Let me die in peace. Bitte lasst mich in Frieden sterben. But he had received the best medical care in the land, Aber er hatte die beste medizinische Behandlung erhalten, die es im Land gab. and he did die. Und er ist gestorben. So, we have a problem. Hier haben wir natürlich ein Problem. The best care in the land on a sore throat, the patient dies. Also den besten Therapeuten, wenn jemand Halsschmerzen hat und der Patient stirbt.
All of this type of treatment seems a little foreign to our way of thinking. Und diese Art von Behandlung hört sich sehr fremd an für uns heutzutage. But that was usual for the day. Aber damals war das üblich. You see, doctors did not understand what caused disease. Denn die Ärzte haben damals nicht verstanden, was ist die Ursache für Erkrankungen oder Krankheiten. They thought they did, Sie dachten, sie würden das and verstehen. they treated according to what they felt caused disease. Und sie haben halt das dementsprechend, was sie dachten, dass die Krankheit hervorruft, behandelt. But it just didn't work, and patients died frequently. Aber es hat einfach nicht funktioniert und häufig sind die Patienten gestorben. Now, I want to review just briefly some of the approaches to medical care in that day and for the next 100 years. Ich möchte vielleicht nur ganz kurz mal berichten, welche Art von Behandlung sie damals gehabt haben und auch vielleicht noch 100 Jahre später. Folk medicine was used frequently. Also Volksmedizin wurde ganz oft durchgeführt. That was therapies without real proof that they were of value. Das waren Therapien, die durchgeführt wurden, ohne dass es einen Beweis gab, dass diese Therapien wirklich helfen. And when you look through the different civilizations from early on to later, they are all alike. Und wenn man sich so die verschiedenen Zivilisationen anschaut, von früher und dann auch später durch hinweg, die waren alle sehr ähnlich. And in each case, it was a case of charms and spells. Also in jedem Fall war das immer so, dass man halt so Verbannung oder Flüche oder sowas ausgesprochen hat. Plant lore and psychotherapy. Man hat auch Psychotherapie gemacht. All of it to stave off supernatural agencies that were causing disease. Und alles immer mit dem Ziel, diese übernatürlichen Agenten stillzuhalten oder zu beruhigen. Down through time, as long as this type of comprehension on a cause of disease occurred, Also durch die Zeit, wo dieses Denkmuster bestand, dass halt so übernatürliche Mächte beruhigt werden müssen, there was no possibility of improvement of medical care. gab es keine Möglichkeit, die medizinische Behandlung zu verbessern. So we're going to name some of those approaches that were done down through time in different countries. Wir wollen uns also die verschiedenen Prozeduren anschauen, die sie in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten durchgeführt haben. Different types of herbs and variety of minerals. Die haben verschiedene Kräuter und verschiedene Mineralien benutzt. There'd be spells and certain type of dances. Also sie hatten ja auch diese, wie sagt man das, wenn eine Hexe einen Fluch ausspricht, ne? And there was a Oder Tänze auch. use of animal matter of all types. Man hat auch alle möglichen tierischen Produkte benutzt. Stones, liquids, relics, Steine und Flüssigkeiten und Reliquien. words spoken, words written. Geschriebenes und gesprochenes Wort. And I'll not go much further in those, but we would like to mention that moxibustion and acupuncture early on were a part of those therapies. Und zu dieser Zeit gab es auch schon diese Moxa-Therapie oder Akupunktur. Die gab es damals auch schon. There were sounds, spirits, and pictures and aromas used. Man hat auch verschiedene Geräusche und Geister und Bilder und Aromen und so weiter And benutzt. all of this with no real benefit to the people that were ill. Und keines dieser Behandlungsmethoden hat eigentlich denen genutzt, die diese Behandlung erhalten haben. Let's go down to the time of Hippocrates. Jetzt wollen wir mal zu Hippokrates gehen. He lived between 460 and 370 BC. Er hat zwischen 460 und 370 vor Christus gelebt. Hippocrates did bring a bit of fresh air to the medical profession. Also Hippokrates hat so ein bisschen frische Luft in die medizinische Profession reingebracht. He sort of moved away from all of those drugs and minerals. Er hat sich so ein bisschen abgewandt von diesen ganzen merkwürdigen Arzneimitteln und Medikamenten. And he advocated diet and exercise. Und er hat Diät und Bewegung als Therapieform befürwortet. Well, that was really a great advance. Also das war schon ein großer Schritt nach vorne. Well, let's go further. Between 129 and 200 AD, Und wir wollen jetzt weitergehen nach 129 bis 200 nach Christus. a Dr. Galen came up on the scene. Da kam ein Arzt, der Galen hieß, auf die Bühne. There was a great medical institution at Pergamus, which is in present-day Turkey.
Also es gab so eine Institution, die jetzt heutzutage in der Türkei sich befindet. Think it's more. And this particular medical school is where Galen was a professor. Achso, da gab es eine, Entschuldigung, habe ich missverstanden, eine medizinische Hochschule und an dieser Schule war er Professor. He was a leading personality and was dominant in his effect upon other physicians. Also das war einer der leitenden Professoren und der hatte einen großen Einfluss auf die anderen Mediziner. He also was very active at writing medical things. Er hat auch sehr viel geschrieben. And so his writings lasted down through time. Und seine Schriften haben eigentlich eine ganze Zeit lang überdauert. He turned from what Hippocrates had been doing, which was helping people get a good lifestyle. Also er hat das, was Hippokrates eigentlich versucht hat, an die Oberfläche zu bringen, dass die Menschen einen guten Lebensstil hatten. And he began to apply all sorts of chemicals and medicinals for disease. Und das hat er dann verändert, sodass er angefangen hat, ganz viele Arzneimittel und so weiter zu benutzen. He actually developed a substance they call theriac. Er hat eine Substanz entwickelt, die er Theriac genannt hat. That was supposed to cure all problems, Das sollte etwas so ein Allgemeinheilmittel sein, das alle Probleme lösen konnte. from snake bites to the influenza. Vom Schlangenbiss bis zur Grippe. He started out with 70 different substances in that theriac. Also und in dieser Theriac, in dieser Allgemeinmedizin befanden sich 70 verschiedene Substanzen. And that theriac lasted for 15, 16, 1700 years. Und dieses Theriac war so 15, 16 und 1700 Jahre in Gebrauch. But they kept adding more substance to it down through time. Aber mit der Zeit haben sie mehr und mehr Substanzen da hinzugefügt. Till it got up close to 200 things in it. Zum Schluss waren es mehr als 200, also bis beinahe 200 Zutaten in dieser Medizin. Small cities would gather together once, all of the citizens of a city once a year in forming this theriac. Und also oft sind halt so Städte zusammengekommen einmal im Jahr und haben halt dieses Theriac zusammengebraut. And that would last them for treatment through the year. Und das hat dann so lange, also war genügend für ein Jahr. And the attitude or the mindset of physicians was set by Galen's understanding of the cause of disease. Und eigentlich ist die medizinische Professur oder die medizinische Profession und die Denkstruktur sehr von ihm geprägt worden. At that time, they believed disease was caused by an imbalance of 4 different liquids in the body. Zu der Zeit hat man geglaubt, dass Krankheiten da hatten die Theorie, dass unser Körper von 4 Humoren oder Flüssigkeiten geregelt wird. Those fluids were blood, sputum, Und diese 4 Flüssigkeiten waren Blut, black bile, and yellow Schleim, bile. schwarze Galle und gelbe Galle. And so if these were out of balance, they felt disease would occur. So let's go look at what President Washington. Ja, sie haben halt gedacht, okay, wenn diese Flüssigkeiten nicht in der Balance sind, dann wird jemand krank. Jetzt wollen wir uns noch mal anschauen, was mit dem Washington passiert ist. So they made blisters. Die haben ja Blasen hervorgerufen, ne, durch dieses Quecksilber. That was drawing fluid out of his body. Das hat ja Flüssigkeit aus seinem Körper They gezogen. gave him substance antimony that would make him vomit. Die haben ihm auch Substanzen gegeben, die dazu beigetragen haben, dass er sich erbrochen hat. And the mercury would cause his bowels to move. Und das Quecksilber hat dazu beigetragen, dass sein Darm sich entleert hat. But today we would recognize he was severely dehydrated. Aber heutzutage würde man sagen, dass er sehr, sehr ausgetrocknet wurde dadurch. And that was also the reason for taking out the blood. Und zusätzlich haben sie auch noch Blut abgezapft. Who's going to be able to tolerate all of that? Also wer kann denn all das aushalten, ne? So here is the mindset of medicine in the early 1800s. Also das war sozusagen das Gedankengut um die 1800 rum. Let's drop back just a little bit into the late 1700s. Wir wollen noch mal ein ganz bisschen zurückgehen zu den späten 17. Jahr, also 1700 noch was. There was a gentleman by the name of Hahnemann. Es gab einen Mann, der hieß Hahnemann.
And he was a German doctor. Das war ein deutscher Arzt. He did not accept this method of treatment. Also dem hat diese Art der Behandlung überhaupt nicht gefallen. Ja, ja. Is this it? Yes. Okay. At that time, that's the one. Ups. Ja. All right. At that particular time, taking a blood, then the blisters was, as we mentioned, very common. Also damals war das sehr üblich, dass man sozusagen diese Blasenbildung auf der Haut hatte. All of these things to try to change the flux of fluid within the body. Und es ging ja immer darum, um diesen Fluss der Flüssigkeiten im Körper zu beeinflussen oder zu verändern. And Dr. Hahnemann looked at this and he says, this is not right. Und dieser Dr. Hahnemann hat sich das angeschaut und gedacht, also nee, das kann nicht stimmen. And so he gave thought to other ways of practicing. Hat deswegen halt auch andere Therapieformen dann eingeführt. All right, let's go down to this one. I don't think I have that. No, I don't have that. Fine, it's all right. Okay. He looked at mercury, which was the most common substance given for poison to cause the bowels to move. Also er hatte unter anderem auch Quecksilber gegeben, weil das eigentlich das häufigste oder das meistgebrauchte Mittel war, um die Verdauung in Gang zu kriegen. He recognized that it caused lasting effects. Aber er hat dann festgestellt, dass das eigentlich langwierige Spätschäden hervorruft. And even lead was used at times. Und auch Blei wurde manchmal benutzt. Antimony. Und Antimon bzw. Stibium. As he observed these people afterwards over time, he was discouraged with the treatment. Als er sich die Person dann nach der Behandlung angeschaut hat, da war er sehr entmutigt von der Behandlung, die er vorgefunden hat. And so as we look at those variety of substances used, we recognize today that they were very toxic. Und wenn wir uns jetzt heutzutage dann anschauen, dann können wir wirklich sagen, dass das alles sehr giftige Substanzen waren. So if you disagree with what the medical science is doing of the day, you do something else. Also und klar, wenn man eigentlich unzufrieden ist mit der Art, wie behandelt wird, dann sucht man sich natürlich etwas anderes. And there began to be a beginning of change. Und es begann eine Veränderung. And variety, not only Hahnemann, but a variety of other people begin to bring in alternative therapies, trying to do something better. Und nicht nur Hahnemann, sondern auch andere haben eigentlich mit neueren, scheinbar besseren Behandlungsformen begonnen. There was the attempt to do using water treatments. Also man fing dann an, ein bisschen mehr Wasser zu benutzen, zum Beispiel zur Typhusbehandlung. But as you see there in 1796, Samuel Hahnemann, he brought forth his new thought, which we'll look at shortly. Aber in 1796 hat Samuel Hahnemann halt sein neues Gedankengut eingeführt. Und das werden wir uns ein bisschen später ein bisschen genauer anschauen. And if you look there at the bottom, you can see where the Seventh-day Adventists brought in a new style of treatment for illness back in 1863. Und wenn man ein bisschen weiter runter schaut, dann kann man sehen, dass 1863 die Adventisten auch einen neuen Zugang zur Gesundheit hatten. All right, here's a picture of Dr. Hahnemann. Hier ist ein Bild von Dr. Hahnemann. It's interesting how his thoughts, his therapy has continued on for more than 200 years. Es ist interessant, ne, dass seine Theorien für mehr als 200 Jahre schon gültig sind. There was a period of time it sort of disappeared from the country. Es gab eine Zeit, da sind seine Theorien verschwunden. Around 1900, it was very common across Western Europe, England, America. Also 1900 noch was war das sehr üblich, so in England und England England and the United States. und auch den USA, genau. When I took medicine in the 50s, Als ich 1950 Medizin studiert habe, I'd never heard of Hahnemann hatte ich noch nichts von Hahnemann gehört. or his therapy called Homöopathie. Oder von seiner Therapie, die sich Homöopathie nennt. But it has risen as something almost like it's new here in recent years. Aber in den letzten Jahren ist es auferstanden, als ob das etwas scheinbar Neues ist. Now, he refrained from using the drugs
and the arsenic and the mercury that the other doctors used. Also er verzichtete auf die medikamentöse Behandlung, die die anderen Ärzte benutzt haben. Ne? So he had them have a clean surroundings at their home and of their personal body. Also hat sehr dafür gesorgt, dass sie eine gute Hygiene sowohl zu Hause als auch an ihrem eigenen Körper hatten. And he encouraged good nutrition, Er hat die Menschen ermutigt, eine gute Ernährung zu haben, fresh air, and frische exercise. Luft und Bewegung. So obviously, that would do more for the people than those toxic substances that had been used previously. Und klar, das würde natürlich mehr für diese zur Heilung dieser Menschen beitragen als all diese giftigen Stoffe, die sie vorher bekommen haben. But some of his thinking was different than the other doctors. Aber ein Teil seines Denkens war anders als das Denken von anderen Ärzten. And so he came forth with a new treatment. Und deswegen kam er dann an die Öffentlichkeit mit einer neuen Behandlung. But first we have to understand his thinking to realize how he came about with a new approach. Aber wir müssen zuerst sein Denken verstehen, damit wir wissen, wie er dorthin gekommen ist. He was a follower of the great spiritist Swedenborg. Er war ein Anhänger des Spiritisten und Mediums Emanuel Swedenborg. The Swedenborg for 200 years influenced the country and the variety of countries with his concept of spiritualism. Und dieser Mann hatte für ungefähr 200 Jahre die Länder mit seinen spiritistischen Konzepten infiltriert. Spirits appeared to him and asked him to rewrite the Bible. Und es kamen Geister zu ihm, die ihm gesagt haben, er soll die Bibel nochmal umschreiben. And he did that. Und das hat er gemacht. He was in contact with all sorts of spirits, from Moses to Christ to everyone else during Also this er period of hatte time. anscheinend Kontakt zu ganz vielen Geistern, zu Mose, zu Christus und so weiter. And Hahnemann was a follower of this particular individual. Und der Hahnemann war halt ein Anhänger dieses Spiritisten Emanuel Swedenborg. Hahnemann admired Paracelsus and Mesmer. Hahnemann hat auch Paracelsus und Mesmer bewundert. Paracelsus was back in the 1500s and was a spiritist too, as a physician. Also der Paracelsus hat 15 noch was gelebt und war halt auch ein Okkultist. Mesmer was the hypnotist that made it popular in the late 1700s and early 1800s. Und Mesmer war halt der die Hypnose gezeigt hat. Ne? Und der war so die spät 17. Jahrhunderts, Beginn, Anfang 18. Jahrhundert, Entschuldigung. Samuel Hahnemann believed in this vitalism, this great cosmic spirit we've been talking about the last several sessions. Und er hat auch an einen Vitalismus geglaubt, der Hahnemann. And so he was looking for something by which he could manipulate this spirit he believed ran through people. Und er hat halt nach irgendwas geschaut, wodurch er sozusagen diesen Geist, der durch diese Menschen geflossen ist, manipulieren konnte. Actually, Hahnemann claimed to be inspired. Hahnemann hat sogar behauptet, inspiriert zu sein. Now, one time he took a bunch of quinine bark. Einmal hat jetzt muss ich mal kurz gucken, das ist, You may not have yeah, it. I have it, I just need to go further on. It's, The quinine just a moment. Quinine at that time was used for malaria, to treat malaria. Also damals, da haben wir es genau. And he took a bunch of this quinine bark Also der Hahnemann hat einmal ganz viel von dieser Kininrinde benutzt, das man auch benutzt, um Malaria zu bekämpfen. he said he had developed symptoms like he had malaria. Und als er das genommen hat, hat er gesagt, oh, ich habe die gleichen Symptome, die man hat, wenn man eigentlich Malaria bekommt. So then he began to reason and think that if taking a toxic dose Dann hat er da ein bisschen nachgedacht, dachte, okay, wenn ich jetzt also eine gefährliche Dosis nehme of quinine bark, von dieser Kininrinde, and which caused then symptoms like malaria, das halt das Symptome wie bei der Malaria verursacht, if he took a little minute amount, he felt that would cure the problem dann with hat er gesagt, okay, wenn ich nur eine kleine Dosis davon nehme, dann wird es diese Krankheit heilen. So he went on further for other diseases. Er hat sich dann noch weitere andere Krankheiten angeschaut. He felt if he could find some plant or some mineral that if he took enough of, that would give symptoms like a disease.
Also er hat dann gesagt, okay, jetzt gucke ich mir mal andere Pflanzen an. Wenn ich die in einer Konzentration, die hoch genug ist, nehme, die halt Symptome hervorruft, wie man es bei anderen Krankheiten hat, that a small dose of that would cure that particular illness. dass das diese Krankheit heilen würde. He felt that there was a particular cosmic energy in that would affect this change. Just a moment, I need to see. It was believed. Ich muss mal gerade hier gucken, dass wir das ein bisschen. It's not this one. Don't have it? I just quickly check. I might need to go up again. All right. He No. felt. Yeah. Okay. I'll just translate it. All right. That's already translated. This one is not translated. Oh, you did this already. Okay. Okay. Entschuldigung, wir haben hier gerade ein kleines. Having trouble. Ja, All right. So his definition of disease we want to look at. Wir wollen uns jetzt mal seine Definition von Krankheit. Ja, ich muss es nur eben finden. Genau. Hier wollen wir uns seine Definition von Krankheit anschauen. He felt that disease was a result of an imbalance, but he called it being out of tune of this cosmic energy. Also er hat halt Krankheit so definiert, dass es eine nicht abgestimmte dynamische Kraft darstellt. Ne? Also genau. And then if he felt that if he could manipulate that energy some way or that power that he believed was causing this, he could cure the disease. Er hat gesagt, okay, wenn er das manipulieren könnte, dann könnte er sozusagen diese Krankheit heilen. He felt that symptoms from disease, if it could be relieved, would cure the disease. Sorry. You have that? Here we go. Okay. Also er dachte, wenn man halt diese unausgewogene dynamische Kraft korrigieren kann, dann würde es die Symptome beseitigen und die Gesundheit wiederherstellen. You realize that all of his thinking was centered upon this mythic cosmic power that we've been talking about last several times. Wir verstehen halt, dass all sein Denken halt das gleiche Denkstruktur ist, ne? Dass man sozusagen die kosmischen Kräfte beeinflussen muss. And he felt that power could be found in plants, and then by partaking of those plants, it would alter and retune the power within. Und er hat gedacht, okay, es gibt diese Kraft zum Beispiel auch in Steinen und so. Und wenn man die halt findet und zu sich nimmt, dann kann es auch diesen Energiefluss beeinflussen. And if that took away the symptoms Oder of the die dynamische disease, Kraft wieder ins Gleichgewicht bringen. if the symptoms of disease was taken away, then it was a cure. Und wenn die Symptome halt weg waren, dann war die Person geheilt. Well, to find those particular substances that he felt would cure problems, he had a strange way of finding them. Um zu sehen, welche, ich muss mal ganz kurz durch hier. Is that correct? Yes, it's this one Okay. here now, yes. He would go out and find some plant and take volumes of it into his system. Also was er gemacht hat, er ist dann rausgegangen in der Natur und hat dann eine Pflanze genommen und hat halt eine gewisse Menge zu sich genommen. And if it produced some symptom that would be similar to some physical disorder, Und wenn es einige Symptome hervorrief, das einer bekannten Krankheit entsprach, then that would be, he felt, a cure for that disorder. dann würde das ein Heilmittel für diese Krankheit sein. And sometimes they would take a plant and take it daily in big volumes for a month. Und manchmal haben sie halt diese Pflanze in großen Mengen genommen, vielleicht täglich für einen Monat. Then he'd write down all of the symptoms that he felt he had. Dann hat er alle Symptome niedergeschrieben, die er empfunden hat. Then he began to look to see what type of illness it would fit. Dann hat er halt geguckt, ja, welche Art von Krankheit ruft das hervor? Und welche könnte er damit behandeln? But the strange part is, he would then dilute this substance down to infinitesimal amounts. Und dann hat er die Substanz auf eine ganz dünne Auflösung verdünnt. And he felt that still there would be this dynamic force within the substance. Und er hat immer noch geglaubt, dass diese dynamische Kraft in dieser Substanz drin war, auch wenn sie total verdünnt war. It might be diluted so much that there was nothing left
any molecules of the original substance left. Oft war es so sehr verdünnt, dass keine Moleküle der Originalsubstanz mehr vorhanden sein konnten. But why is it that this type of approach has lasted more than 200 years? Aber wie kommt es, dass so eine Annäherung an Krankheit und Gesundheit mehr als 200 Jahre überlebt hat? And why is it coming back through our society in great Und power? weshalb kommt es so mächtig zurück in unsere Gesellschaft? Well, we have, remember, he advocated having a good diet, Also wie gesagt, er hat ja auch gesagt, dass man eine gute Ernährung haben muss. nice conditions around the home, Also hygienische, saubere Bedingungen um das Haus herum. having a peaceful mental attitude. Man sollte auch einen ausgeglichenen mentalen Zustand haben. And he wasn't doing the things that the other physicians were doing. Und er hat halt nicht die Dinge getan, die auch die anderen Ärzte getan haben. And many people did get better. Und viele Leute sind besser geworden, haben sich erholt. But guess what was given the credit for doing it? Aber wer hat denn eigentlich die Aufmerksamkeit dafür bekommen, dass sie besser geworden sind? These substances that he gave in such infinitesimal amounts that it had no effect on the body whatsoever. Diese Substanzen, die so sehr verdünnt waren, dass sie eigentlich gar keine Wirkung auf den Körper hatten. Instead of recognizing it was the lifestyle that was really making the difference, Statt anzuerkennen, dass das der Lebensstil war, der dazu beigetragen hat, dass sie sich verbessert haben, the credit was given to these preparations of substances. wurde diesen Heilmitteln, diesen verdünnten Heilmitteln das Lob zugesprochen. Now, eventually they had as many as 2,000 different substances in the pharmacy for homeopathy. Sie kamen dann irgendwann so dahin, dass sie mehr als 2000 verschiedene Arzneimittel zur Auswahl hatten. How did they choose the right one for the right illness? Wie haben sie denn das richtige Heilmittel für die entsprechende Krankheit Because gefunden? only one remedy was what was required. Denn sie haben gesagt, es kann nur ein Mittel ausgewählt werden, das genau den Symptomen entsprechen It muss. was common to use a pendulum to pick out which one. Was man damals dann gemacht hat, man hat ein Pendel genommen, um herauszufinden, welches Mittel man da benutzen soll. Or some sort of machine that would supposedly test the person and the substance. Oder eine Maschine, ne, die halt sowohl die Person als auch diese Substanz getestet hat. And that's called radionics. Das nennt man Radionik. Or they might look at the stars or the astrological signs and determine. Oder sie haben sich auch die Sterne angeschaut und die astrologischen Zeichen. Today, many of these preparations are chosen and investigated through seances. Also heutzutage werden verschiedene solcher Mittel durch Seanzen erforscht. Let's look a little bit at the preparation of these substances. Wir wollen uns jetzt mal ein bisschen anschauen, wie diese Substanzen hergestellt werden. He would, having found a particular one that he felt was of value, Also wenn er eine Substanz gefunden hat, von der er den Eindruck hatte, ne, dass es wert war, benutzt zu werden, he would start diluting it, hat er angefangen, sie zu verdünnen. and each time it was diluted, it would be in a vial, Also und jedes Mal, wenn es halt verdünnt wurde, dann hat man es in so ein, wie heißen diese Röhrchen im Labor? Reagenzglas getan, ja. and he would pound it. Und dann würde das halt so aufschlagen, ne? And what he was doing, he felt, Und was er getan hat, so das dachte er zumindest, was transferring this mythical cosmic force into the next dilution. dass er sozusagen diese kosmische, mystische Kraft mit dieser Substanz, mit dieser Flüssigkeit vermischt hat. So the particular substance that he started with may not even be present anymore. Und also ganz oft muss es nun nicht mal so sein, dass die eigentliche Substanz, die Grundsubstanz mehr in dieser Flüssigkeit enthalten war. But it's this cosmic force that is supposedly passed along and is the therapy. Aber es ist diese kosmische Kraft, die halt weitergeleitet wird und als Therapie genutzt wird. They referred to it as the essence being passed along. Das nennt man dann die Essenz. You have this one? All right. We're going to read here about this that a particular author wrote. Wir wollen uns jetzt etwas anschauen, das ein anderer Schriftsteller
geschrieben hat. It is little wonder that Samuel Pfeiffer says, the reverence for Eastern thought was not just Hahnemann's personal hobby. Es ist nicht verwunderlich, dass Samuel Pfeiffer sagt, die Verehrung des östlichen Denkens war nicht nur Hahnemanns Hobby, It was a fundamental philosophy sondern vielmehr die grundlegende Philosophie that was behind the preparation of these therapeutic substances. hinter der Herstellung homöopathischer Mittel. This H.J. Bopp, the author, concludes after reading Hahnemann and other homeopathic writings the following. Und ein anderer Schriftsteller, H.J. Bopp, konkludiert halt, nachdem er Hahnemanns Schriften gelesen hat: The vocabulary is esoteric and the ideas are impregnated with Oriental philosophies. Das Vokabular ist esoterisch und die Ideen sind von orientalischen Philosophien wie dem Hinduismus durchdrungen. The predominant strain of pantheism would place God everywhere. Der vorherrschende Stil des Pantheismus würde Gott überall einordnen. In each man, In jedem Menschen, each animal, in jedem Tier, plant, jeder flower, Pflanze, cell, jeder even, Blume, jeder Zelle, and in the homeopathic medicine. sogar in der homöopathischen Medizin. Let's see how they prepared these substances. Have those? I have it, yes. They would find a plant and then they would chop it in little pieces. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie sie diese Pflanzen hergestellt haben. They Einen would kleinen Moment. put it either in water or in alcohol, Just a second, I need to... right? And Also, Moment, ich muss es nur, genau, das haben wir dort. Also, die haben halt pflanzliches Material wie Blätter, Wurzeln und Blütenköpfe genommen und haben das dann in Alkohol eingetaucht, manchmal auch tierisches Material. they might let it sit there for a month or longer in the water or in the alcohol. Also manchmal war es für bis zu einem Monat sogar in diesem Wasser-Alkohol-Gemisch. Then they would take this out and put it through a strainer, Dann haben sie halt die Flüssigkeit genommen so they would have a pure substance. und durch einen Filter gegossen, sodass sie eine reine Substanz am Ende hatten. Then they would begin to dilute it, Und dann haben sie angefangen, das zu verdünnen. taking a vial that had 9 parts water. Dann haben sie ein Reagenzglas genommen, das halt 9 Einheiten Wasser hatte. Then they would put 1 part of this tincture of the mother tincture, Also dann haben sie einen Tropfen der Urtinktur genommen. shake it and pound it, Sie haben es halt geschüttelt, ne, und geschlagen. take 1 drop out and do it again for another Dann vial. haben sie aus diesem Reagenzglas einen Tropfen rausgenommen und das in das nächste Reagenzglas And reingetan. on they would go in diluting this. Und die sind dann mehr und mehr, ne, also dadurch ist es mehr und mehr verdünnt worden. Sie haben halt dann jedes Mal einen Tropfen rausgenommen, in die nächste Wasseralkohollösung rein, wieder geschüttelt, geschlagen und davon wieder einen Tropfen. But that pounding was the most important. Aber das Wichtigste war das Schütteln. All right, then they would take the final dilutions and put a drop on a little tablet of some substance. Dann haben sie halt aus der letzten Lösung, Verdünnung, haben sie dann was genommen und dann auf Tabletten oder was weiß ich verteilt. And then they would administer therapy by giving 2 or 3 or 4 tablets each day. Dann haben sie halt als Therapie der Person 2 oder 3 von diesen Tabletten gegeben. Remember now, the core issue is this cosmic power, this cosmic spirit that's supposed to be transmitted. Also ne, die Kerntherapie ist ja eigentlich diese kosmische Kraft, die sozusagen weitergereicht wird. If you were to get one of these particular dilutions, you might see 1x, 10x, 20x. I just need to get it on here. Yeah. Also, wenn man halt ein Medikament von denen bekommt, dann steht dann wieder 1x, 2x, 3x, 10x drauf. That tells how many times they have diluted it. Und das erzählt uns, wie oft das verdünnt worden ist. When they have diluted it 24 times, Wenn sie es 24 Mal verdünnt haben, no molecules are left of the original dann substance. gibt es keine Restmoleküle mehr von der ursprünglichen Substanz. But they say that's the strongest therapeutic substance. Aber sie sagen, dass das eigentlich die stärkste therapeutische Substanz ist. Today you may buy something that says homeopathy on it.
Heutzutage kannst du etwas kaufen, auf dem Homöopathie draufsteht. It may not have been actually prepared this way, Das muss nicht notwendigerweise dann so hergestellt worden sein. because homeopathy word is so popular Denn dieses Wort Homöopathie ist inzwischen so populär, that many times merchants or manufacturers will put that name on there where they really didn't do the dilution. wo einige Hersteller halt diesen Namen aufschreiben auf die Verpackung, auch wenn sie es eigentlich nicht unter homöopathischen Konditionen hergestellt haben. And sometimes they put real pharmaceuticals in there that do affect things, but they don't list it. Und manchmal packen sie halt auch richtige Arzneistoffe in diese Medizin rein, aber schreiben sie nicht auf die Verpackung oder wie heißt es, Beipackzettel rein. Yeah. I just wish to show you a few of the substances that are used for medicinals. Ich möchte euch nur einige dieser Substanzen zeigen, die für medizinische Zwecke benutzt werden. Here we have an ore that mercury is removed from. Also hier haben wir halt so eine Grube, aus der Quecksilber geholt wird. And they might take a small amount of mercury and do this dilution. Und die nehmen halt so eine ganz kleine Menge Quecksilber und verdünnen das dann. Or we might look at another substance called hellebores. Oder wir können uns eine andere Substanz anschauen, die heißt Nieswurz oder Christrose. Most of these plants used had a toxic effect to them, Also eigentlich sind diese Pflanzen, wenn man sie so zu sich nimmt, eher giftig. but it would be diluted down to where was no danger. Aber es ist so sehr verdünnt, dass es dann keine Gefahr mehr gab. Aconite is very potent. Even handling the roots can poison you. Die nächste Substanz, blauer Eisenhut, ist sehr, sehr giftig. Selbst wenn man sich die Wurzel nur anfasst, kann man Schaden nehmen. Arnica is one of them used, Eine andere Pflanze, die sie benutzen, ist Arnika. and that one has some problems as well. Und diese hat auch einige Probleme. Then there might be one of the poisonous fungus and toadstools that are. Dann haben einige auch ein Gift, wie heißt er, dieser rote Pilz mit den weißen Punkten drauf, wie heißt es? Fliegenpilz, genau. Fliegenpilz hat auch. There's another one called Nux vomica. Es gibt eine andere Pflanze, die heißt gewöhnliche Brechnuss. That's strychnine. Da ist Strychnin drin, das heißt Nux vomica. They might use a cancer cell Manchmal benutzen sie sogar eine Krebszelle. or the pus from gonorrhea. Oder manchmal auch den Eiter von Gonorrhea. Gonorrhea heißt es, glaube ich, Just auf Deutsch, ne? for 2,000 different remedies, you have to have a big selection. Also wenn man nicht 2000 Heilmittel hat, dann braucht man natürlich eine große Selektion. In the United States around the year 1900, In den USA um die 1900 herum, there were 100 homeopathic hospitals, da gab es mehr als 100 homöopathische Krankenhäuser. and there were 22 medical schools that were considered homeopathic, Und es gab 22 Schulen für homöopathische Medizin 1,000 pharmacies, und mehr als 1000 homöopathische Apotheken. and then they virtually disappeared. Und dann sind sie plötzlich einfach verschwunden. And it wasn't till the late 1960s, early 1970s, Die waren verschwunden dann erneut im Jahr 1960, vielleicht 1970, this began to reappear in our country. ist es wieder in den USA aufgetreten. I don't know what the history was here in Germany. Ich kenne mich jetzt nicht mit der Geschichte hier in Deutschland aus, wenn es um Homöopathie geht. Does it seem like there's been a resurgence of interest in that in this country? Sieht es so aus, als ob es ein neu erwecktes Interesse für Homöopathie gibt? I think so, yes. Definitely. Yes. All right. And it comes along with this New Age progressive movement. Aber es natürlich kommt zusammen mit dieser New Age Bewegung. Now, within the hospitals, they would have very nice dining rooms Also innerhalb der Krankenhäuser hatten sie sehr schöne Speisesäle. and good food. Dort gab es gutes Essen. But as modern science began to progress, Aber als sich die moderne Wissenschaft weiterentwickelt hat, these places folded or they converted into regular medical institutions. dann sind die entweder sind sie Konkurs gegangen oder sie sind in normale Krankenhäuser verändert worden.
We might ask a question. Wir können uns eine Frage stellen. Is homeopathic scientific? Also ist die Homöopathie wissenschaftlich? Is it effective? Ist Homöopathie wirksam? It's popular. Das ist sehr populär. Now, of course, those that believe in it will say, yes, it's scientific and it's effective. Natürlich, die daran glauben, werden Ja sagen. But the opponents will say no. Aber die Gegner werden Nein sagen. But what's the truth? Was ist die Wahrheit? Well, let's look at the evidence. Wir wollen uns jetzt mal die Beweisführung anschauen. 200 years being in use. Also jetzt gibt es die Homöopathie ja schon seit 200 Jahren. There have been hundreds of scientific studies on homeopathy. Es gibt hunderte von wissenschaftlichen Studien über Homöopathie. The quality studies done by real scientists have shown it to not have effect. Also die eigentlichen guten Studien, die von professionellen Leuten durchgeführt worden sind, zeigen, dass sie keinen Effekt hatten. And the studies of less quality say, yes, it's effective. Aber Moment, I just need to get this here. Okay. Aber die halt daran glauben, sagen, doch, das wirkt. So, we have to make a decision. Is it valuable or is it not? Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Also lohnt es sich, homöopathische Mittel zu nehmen oder nicht? Recent proclamations by 3 countries have come out. Also vor kurzem sind Behauptungen in 3 Ländern herausgekommen. England, Australia, and Russia. England, Australien und Russland. Their official medical organizations Also die offiziellen medizinischen Organisationen from the government von der Regierung have proclaimed it to be of no value. haben ganz öffentlich gesagt, dass die wertlos sind. And where the real danger comes, Aber wo die eigentliche Gefahr herkommt, when homeopathy is used where there is a better treatment. also es ist dann gefährlich, wenn homöopathische Mittel benutzt werden, wo es eigentlich eine bessere Behandlung gäbe. There were homeopathists going to like Africa where children with diarrhea were dying. Also zum Beispiel Homöopathen sind nach Afrika gegangen, wo Kinder an Durchfall erkrankt und gestorben sind. Or they might have tuberculosis. Oder vielleicht hatten sie Tuberkulose. And this therapy was of no value whatsoever. Und die Therapie, die sie denen gegeben hat überhaupt nichts genutzt. But we have a concern, is it have any spiritual? Aber wir haben natürlich noch einen weiteren Bedenkmoment. Was ist der geistliche Aspekt? Well, people say, I got better with it. Aber die Menschen sagen, ja, aber es hilft mir. But if we're utilizing this, we're buying into this concept of the universal cosmic energy. Aber wenn wir dieses Konzept übernehmen, dann kaufen wir eigentlich diese Lehre von der kosmischen Energie. And what's the source of that philosophy? Und was ist die Quelle dieser Philosophie? That comes out of that ancient pagan concept of creation. Das kommt von dem alten heidnischen Konzept des Heidentums, Where there was that two-sided cosmic power, wo es die beiden Seiten der kosmischen Energie gab, which came to oneness, die sich verschmolzen haben, and then everything was created, und dann ist alles geschaffen worden. and this power is running through all of the creation. Und diese Kraft verbreitet sich durch die ganze Schöpfung. And here's another time that we just have a manipulation of that power. Und hier haben wir erneut eine Manipulation dieser Macht oder Kraft. So that's the decision we have, whether we choose to use homeopathy or not. Also wir haben halt die Entscheidung, wollen wir an den Schöpfergott glauben oder wollen wir an die Homöopathie glauben? If one benefits from homeopathy, then it is either by placebo or spiritistic means. Wenn man von einer homöopathischen Behandlung profitiert, dann entweder durch den Placebo-Effekt oder durch die spiritistischen Mittel. It's never been established that there's any real physiological influence from it. Es gibt keine physiologische Grundlage, man hat das nie feststellen können. So it can be a serious question. Es kann also eine sehr ernsthafte Frage sein. And so as you choose your medicinals, you want to look
is this a true homopathic medicinal or not? Also, ne, indem du dir halt deine Behandlungsmethode aussuchst, musst du halt gucken, ist das jetzt etwas Homöopathisches oder nicht? You might buy a tube of some medicine that has homeopathy on it, Du kaufst dir vielleicht eine Tube, auf der steht Homöopathie. but unlikely that was one that went through this process and received the thumping and the succession, as they call it. Ah ja, aber wahrscheinlich, also es gibt manche, die haben dann einfach nur so die Aufschrift bekommen, ohne dass da eigentlich was Homöopathisches drin ist. But in my choice, I have chosen to just have nothing to do with it. Also persönlich habe ich mich dafür entschieden, nichts damit zu tun zu haben. Because it's just one of those many things by which this supposed energy has been manipulated. Das ist nur eine von diesen vielen Agenten, durch die diese kosmische Energie manipuliert reinkommt. So I leave it with each person Ich überlasse es also jeder einzelnen Person, was sie damit as to machen. what you choose to do. Damit ihr entscheiden könnt, was ihr tun wollt. Thank you for your attention. Danke für eure Aufmerksamkeit. Questions on homeopathy? Gibt es irgendwelche Fragen zum Thema Homöopathie? Yes. Ich habe mal gelernt, dass ab der Verdünnung von D6 schon nur noch ein Molekül der Wirksubstanz auf 1000 Gläschen, Reagenzgläschen verteilt wird. She once learned that if you have the solution D6, that only one molecule of the substance in wie viel? 1000 Gläschen. In 1000 little glasses of the solution. It's certainly greatly diluted for sure. Ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr verdünnt. So ist doch da schon eigentlich actually gar keine Wirkstoffsubstanz mehr drin. So, Wie wirst du denn ein Molekül durch 1000 teilen? Ja, eben, sage ich ja. Unmöglich. yeah. So in other words, it's so diluted that there's virtually even at this point no. Many molecules people there. have thought, well, this is like giving an immunization. Also viele Menschen haben gedacht, es ist so, als ob man so eine Impfung bekommt, ne? But for immunizations, you can measure in the bloodstream the response. In these homeopathy, there is no response. Also wenn man eigentlich einen Impfstoff bekommt, dann kann man im Körper die Reaktion des Körpers nachmessen. Ne? Man kann sehen, was sich eigentlich im Körper tut, aber bei diesen Mitteln kann man das nicht. And so science has put that completely at rest. Und deswegen hat die Wissenschaft das total zur Seite gelegt. Next. Ja, ich habe gehört, dass Wasser Informationen leitet und dadurch sollte die Homöopathie eben wirksam sein. She had once heard that water is storing and passing on information, and that's why homeopathy makes sense. That is claimed, Ja, das wird behauptet, but water is not holding on to something that doesn't exist. aber Wasser bindet sich nicht mit etwas, was nicht existiert. Because we have no knowledge that this cosmic power they speak about is there. Denn wir haben ja keinen Beweis dafür, dass diese kosmische Kraft, von der Sie sprechen, dann da ist. And so that claim is proclaimed, but it's not true. Also das wird behauptet, aber es entspricht nicht der Wahrheit. Also das heißt, dass Wasser keine Informationen leiten kann. Which, practically speaking, means that water doesn't carry information. Well, water carries a lot of things, but Also Wasser ne, ist ein Träger von ganz vielen Sachen. you can put salt in it and Du it kannst carries Salz reintun the sodium and the chloride. und ne, also Natriumchlorid. But we have to first find that there's truly a power that can be measured, which we cannot. Aber um die Aussage, die du gemacht hast, zu unterstützen, muss man das erstmal messen können. Und das ist bisher nicht geglückt. If it does work, then Satan has power. Also wenn es wirkt, dann liegt es daran, dass Satan Kraft und Macht hat. And he will sometimes make people sick. Und er macht manchmal Menschen krank. And then when his deceptive therapies are used,
Und dann, wenn seine täuschenden Therapieformen genutzt werden, he removes from those people illness, dann zieht er von diesen Menschen, die er selbst vorher krank gemacht hat, die Krankheit wieder weg. and it looks like the substance or the treatment did the job. Und dann sieht es so aus, als ob diese Substanz den Dienst geleistet hat. We're told that he does this again and again and again. Und es wird gesagt, ne, dass er das immer und immer und immer wieder tut. So we must consider all of those Wir things. müssen natürlich alle diese Sachen in Betracht nehmen. The doctor has a question. Herr, ich leite eine Frage weiter, die There's a eine question from the livestream. Zuhörerin stellt. Ich habe of gehört, the dass bei listeners. homöopathischer Herstellung die Sachen besprochen werden. I've heard that when they produce this homeopathic medicine, I don't know how to Yes. say it, homeopathic medicine. Yes, now that they actually that they put a spell on it. I've heard that I too. think she's not quite. Ja, wissen Sie etwas darüber? Do you know anything about it? It's my understanding that many of these therapies are the substances are chosen through seances. Also, wie ich schon gesagt, ne, werden ja viele dieser Substanzen durch Seanzen ausgesucht. There's a story about an individual that wanted a job in the company that was producing these in France. Also es gibt eine Geschichte, dass es eine Person gab, die in einem Unternehmen, das diese Produkte hergestellt hat, in Frankreich sich bewerben wollte. And they asked her what was her astrological sign. Und dann haben sie gefragt, ja, was ist denn dein astrologisches Zeichen, Tierzeichen? Was she a medium? War sie ein Medium? And she said yes. Dann sagt sie ja. And so she got a job. Und deswegen hat sie die Stelle bekommen. And that many of these, the research of them is done through what we call seances. Und viele dieser Forschungsprojekte werden durch Seanzen durchgeführt. That's the limit of my knowledge. Also das ist das, was ich gehört habe. What is interesting, not exactly on this subject, Aber es ist interessant und vielleicht hat es nicht unmittelbar mit diesem Thema hier zu tun. but on essential oils, Aber wenn man zum Beispiel über diese essentiellen Öle oder diese ätherischen Öle spricht. I was in the Netherlands recently giving a seminar like this. Ich war vor kurzem in den Niederlanden und habe ein entsprechendes Seminar auch dort gehalten. A young lady came and spoke to me. Da kam eine junge Dame zu mir und hat mit mir geredet. She had become interested in the essential oils Und sie hatte Interesse in diesen essentiellen Ölen entwickelt oder ätherischen Ölen entwickelt. and was able to go to where they were produced. Und sie konnte dann dorthin gehen, wo die Öle hergestellt werden. And she was allowed to go inside and observe them as they prepared them. Und sie konnte sich halt anschauen, wie die hergestellt werden. And she told me Und sie erzählte mir, that she saw them being offered for the blessing of false gods as they prepared them. und dann hat sie gesehen, ne, als sie da bei der Produktion zuschauen können, hat sie gesehen, wie diese Öle den falschen Göttern geopfert wurden. And she says that was the end for her. Und das war für sie das Ende von diesen Ölen. I asked her to write it down and send it to me in my email. Ich habe sie gebeten, das für mich aufzuschreiben und an meine E-Mail-Adresse zu So schicken. I have not received that yet because I've not been home to get it. Also ich habe diese Botschaft oder diese Information jetzt noch nicht erhalten, weil ich noch nicht zu Hause war. Und But I dort simply tell you this to see that it's not an unusual thing for something like this to be done. ich erzähle das nur deshalb, um zu sagen, dass jetzt nichts Ungewöhnliches ist, ne? Dass da noch andere Dinge passieren. A lot happens that we don't know about. Es gibt ganz vieles, was passiert, von dem wir nichts wissen. When it comes to things that might cost me eternal life, Also wenn es zu Dingen kommt, die mich das ewige Leben kosten können. rather than err on the side of leniency, Also statt auf der Seite von what's leniency? Statt auf der Seite von, naja, so schlimm ist es nicht zu irren, I'm going to be on the conservative möchte ich side. lieber auf der konservativen Seite sein, auf der sicheren Seite. If there's a life eternal at risk, I'm not going to risk it. Also wenn es hier um das ewige Leben geht, das möchte ich nicht riskieren, indem ich mich halt auf fragliche Sachen einlasse. So Ne? for the Judeo-Christian, that should be our viewpoint. Also für die jüdisch-christlich orientierte Person sollte das eigentlich If my worldview is that of the der Eastern, Standpunkt sein. course. Aber klar, wenn ich die fernöstliche Weltanschauung habe, then this attitude is not accepted. dann kann man natürlich diese Haltung nicht annehmen. Any further questions? Noch eine weitere Frage?
So, wo ist die Grenze zu verschiedenen anderen pflanzenbasierten Medikamenten? Just stop there, genau. Sonst ist es so schwierig für mich, das zu sagen. Where's the transition, the boundary between other plant-based treatments? For example, Hildegard von Bingen, Schüsslersalze, and we already talked about Bachblüten that you do not know, but there are several medication from Also es gibt eben, also um das auch auf Deutsch zu sagen, es gibt halt auch noch andere Therapieformen wie Schüsslersalz, Bachblüten haben wir schon mal so weit erwähnt, das kannte er nicht, sagt sie. Und Hildegard von Bingen und solche Sachen. So in Germany, I don't know whether you have it in the States. Ist das jetzt meins, was hier so rumknallt? Ja. Also es gibt, so there in Germany there are different other treatments like Schüssler salts, it's called, or the Bach flower remedies, or others. Hildegard von Bingen, they're very well known in Germany. Do you know anything about it? The Bach flower remedies fall into the same category. Also die Bachblütentherapien fallen in genau die gleiche Kategorie. Originally, Dr. Bach had 38 flowers. Ursprünglich hatte Dr. Bach 38 Blüten. Now I understand there's maybe 500. Jetzt gibt es, therapies. glaube ich, 500. He said when the sun shines on the dew that collects on the flower, Also er sagt, wenn die Sonne aufgeht, ne, und auf dem Tau, die sich auf der Blüte gesammelt hat, that out of the cosmos comes this particular cosmic power. dann kommt halt aus dem Kosmos heraus, also damit kommt dann die kosmische Kraft raus. Soll ich das hier lieber nehmen? Ja. Did I finish? You said that the cosmic, the Bach flower. Oh, the Bach, and then yeah. you said when the sun comes, it goes on the dew of the flowers. Yeah, and they collect that dew and make their therapies from that. Und sie dew. sammeln dann den Tau ein und bilden daraus ihre Therapien oder bauen darauf ihre Therapien auf. And so for many, many years, that's been considered a component part of all of these type of therapies. Und seit vielen, vielen Jahren ist das ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Therapien. Good question. Have you heard something about Schüssler salts? Schüssler is a name. There's different types of, it's a particular salt that you use. I'm not Schüssler acquainted, salt. no. Nee, kennt er nicht. Have you heard anything about a lady called Hildegard von Bingen? Hildegard von Bingen? Hildegard von Bingen, no. I've not. It's probably more German, yeah. Yes. Thank you. Gut. I think we'll quit with that. Ich denke, wir werden jetzt also einen Cut machen. Let me ask a question. Ich möchte euch nur noch eine Frage stellen. That which I have presented, Das, was ich vorgestellt habe, were you well aware of all of those principles beforehand? waren euch alle diese Prinzipien vorher schon bekannt? No. So it was new information mostly? Yes. Also Very interesting. for many not, but for some yes. Yes. Well, having the history of things is so important. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich immer die Geschichte von diesen Dingen anschaut. In the books that I wrote, In den Büchern, die ich geschrieben habe, every time I could even begin to do it, I went back and got the history of the beginning, what started it. also bevor ich mich auf irgendeine Therapieform eingelassen habe, habe ich erst geguckt, ja, wo kommt es eigentlich her? Was ist der Anfang dieser Therapie? Because that usually gives us a lot of answers for our questions. Denn es gibt oft viele Antworten auf unsere Fragen, die wir haben. A thought came to me and it left. Okay, ein Gedanke ist mir gekommen und der verlässt mich nicht. All right. So after a while it'll return. Too late. Ach so, ich habe ihn missverstanden. Also es war ein Gedanke, der hat ihn jetzt aber verlassen. Er sagt, wahrscheinlich kommt er nach einer Weile wieder. So I think we'll come to a close. Okay, wir werden also hier abrunden. Then I would like to say thank you so much. Dann Thank möchte you ich all. mich ganz herzlich bedanken.
Wir haben ja jetzt noch einen Vortrag, der wird in ungefähr einer Stunde, also um 18:30 Uhr stattfinden. Da geht es um Pendel und Divination. Und ich kann euch sagen, das ist ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Ich habe die Folien übersetzt, von daher habe ich so ein ganz bisschen Einblick da rein und kann es wirklich nur sehr empfehlen, auch dann einzuschalten. Also herzlich willkommen auch um 18:30 Uhr zum letzten Vortrag mit Dr. Edwin Noyes heute. For those that speak English, thank you so much that you joined us. We appreciate that. We have one last presentation. It's about the pendulum and divination at 6:30 p.m. The last meeting this time with Dr. Edwin Noyes. So if you're interested, and I've already, translated some of the slides, so I think it's a very interesting presentation. Welcome to join us again at 6:30 p.m. Goodbye. Mhm.